Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Online-Vortrag der Kinderuni Göttingen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Vorträge leider nicht wie üblich im Hörsaal stattfinden. Stattdessen haben wir 4 Online-Vorträge für euch vorbereitet. Auf dieser Tabelle seht ihr eine Übersicht über alle Vorträge. Heute soll es um die Erdbeschleunigung gehen. Am 13.01.2021 dann um Plastik und das letzte Video 2 Wochen später befasst sich mit der Idee der Gerechtigkeit. Die Videos starten im Livestream jedes Mal um 17 Uhr. Falls ihr aber zu der Zeit nicht könnt, könnt ihr sie euch auch noch gerne später auf unserem YouTube-Channel anschauen. Für die Online-Vorträge braucht ihr etwas Zeit und Ruhe. Sucht euch also am besten einen gemütlichen Platz und um den Ton gut verstehen zu können, könnt ihr gerne Kopfhörer benutzen. Falls ihr euch zwischendurch etwas aufschreiben wollt, benötigt ihr außerdem Schreibmaterial. Das könnt ihr euch jetzt gerne noch holen. Drückt dafür einfach kurz auf den Pause-Button. So, und jetzt kann es losgehen. Viel Spaß dabei! Auf unserer Erde fällt alles nach unten. Das ist meistens auch gut so. Wenn wir zum Beispiel Volleyball spielen, würde der Ball sonst immer weiter in die Richtung fliegen, in der wir ihn schlagen und nie auf dem gegnerischen Feld aufkommen. Manchmal ist es aber auch recht nervig, wenn wir zum Beispiel nicht so gut Acht geben und uns unser Handy aus der Hand fällt. Aber warum fallen überhaupt alle Dinge nach unten? Und wie kann ich mit dem Wissen, dass alles nach unten fällt, die Höhe einer Brücke mit einem Stein ausmessen? Jeder Körper auf der Erde erfährt die sogenannte Erdbeschleunigung. Um diesen Satz zu verstehen, müssen wir erst einmal wissen, was Geschwindigkeit und Beschleunigung sind. Eine Geschwindigkeit beschreibt, wie schnell genau sich ein Körper bewegt. Nehmen wir zum Beispiel ein Auto. Bestimmt habt ihr schon mal so ein Schild gesehen. Damit weiß man als Autofahrer, dass man höchstens mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fahren darf. Was hat es denn eigentlich mit diesen km/h auf sich? km/h ist die Einheit, in der Geschwindigkeit gemessen wird. Ähnlich wie Kilogramm die Einheit ist, in der Gewicht gemessen wird, und Sekunden die Einheit, in der Zeit gemessen wird. Das km steht für Kilometer und das h von dem englischen Wort hour für Stunde. Zusammengesetzt bedeutet km/h Kilometer pro Stunde, also wie viel Kilometer ein Körper zurücklegt, wenn er sich eine Stunde in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt. Unser Auto, was in einer Straße mit einem 50er-Schild 50 km/h fährt, würde also, wenn es eine Stunde lang mit dieser Geschwindigkeit weiterfährt, 50 Kilometer weit fahren. Neben der Einheit km/h gibt es auch eine andere Einheit für die Geschwindigkeit, nämlich Meter pro Sekunde. Genau wie bei Kilometer pro Stunde bedeutet Meter pro Sekunde, wie viel Meter pro Sekunde ein Körper zurücklegt. Ein Auto, das mit einer Geschwindigkeit von 15 Meter pro Sekunde fährt, bewegt sich also in einer Sekunde um genau 15 Meter. Die Beschleunigung ist eng verwandt mit der Geschwindigkeit. Sie beschreibt, wie sehr sich die Geschwindigkeit ändert. Unser Auto beispielsweise steht, wenn wir einsteigen. Zu diesem Zeitpunkt bewegt es sich nicht. Es hat also eine Geschwindigkeit von 0 km/h. Zur Erinnerung, 0 km/h bedeutet, wenn wir nicht in das Auto einsteigen, wird es auch in einer Stunde noch genau dort stehen und hat 0 Kilometer zurückgelegt. Wenn wir aber einsteigen und dann losfahren, ändert sich die Geschwindigkeit. Das Auto wird schneller. Diesen Vorgang nennt man Beschleunigung. Die Beschleunigung wird häufig in Meter pro Sekunde Quadrat gemessen. Das Quadrat bedeutet hierbei, dass man die Sekunde zweimal braucht. Anders geschrieben, also Meter pro Sekunde pro Sekunde. Um diese Einheit zu verstehen, schauen wir uns wieder unser Auto an. Wenn wir mit unserem Auto mit einer Beschleunigung von 10 Meter pro Sekunde beschleunigen, bedeutet das, dass wir 10 Meter pro Sekunde in einer Sekunde schneller werden. Wenn wir also aus dem Stand mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigen, fahren wir nach einer Sekunde 10 Meter pro Sekunde schnell, nach 2 Sekunden 20 Meter pro Sekunde, nach 3 Sekunden 30 Meter pro Sekunde und so weiter. Zusammengefasst beschreibt die Beschleunigung, um wie viel ein Körper seine Geschwindigkeit ändert, und die meistgenutzte Einheit für die Beschleunigung ist Meter pro Sekunde Quadrat. Wenn wir uns mit diesem Wissen jetzt einmal die Situation anschauen, in der uns das Handy aus der Hand fällt, werden wir viele Ähnlichkeiten feststellen.
Zu Beginn liegt das Handy ruhend in unserer Hand und es bewegt sich nicht. Es hat also eine Geschwindigkeit von 0 km/h oder 0 Meter pro Sekunde. Wenn wir es dann loslassen und es runterfällt, befindet es sich im sogenannten freien Fall. Wir betrachten nun nur den Fall und ignorieren das unschöne Ende, den Aufprall. Im freien Fall wird das Handy immer schneller, es wird also beschleunigt. Diese Beschleunigung, die das Handy erfährt, ist die Erdbeschleunigung. Sie beschleunigt jeden Körper auf der Erde Richtung Erdmittelpunkt und ist der Grund, warum auf der Erde alles nach unten fällt. Aber woher kommt sie? Die Erdbeschleunigung beruht auf der physikalischen Tatsache, dass sich in unserem Universum alle Massen, also alle Körper, die etwas wiegen, wie Magneten anziehen. Die Anziehungskraft einer Masse ist umso größer, je schwerer die Masse ist. Ein Fußball zum Beispiel hat eine ganz geringe Anziehungskraft. Die Erde dagegen eine sehr viel größere und die Sonne eine noch viel größere. Außerdem ist die Anziehungskraft umso größer, je näher sich zwei Körper sind. Es kommt dabei auf die Entfernung zwischen den beiden Mittelpunkten der Massen an. Beispielsweise zieht die Sonne die Erde sehr stark an, da sie im Universum recht nah an der Erde ist. Andere Sterne dagegen haben eine sehr viel geringere Anziehungskraft auf die Erde, auch wenn sie genauso schwer sind wie die Sonne, also die gleiche Masse haben, weil sie viel weiter von der Erde entfernt sind. Alle Körper auf der Erde, also auch das Handy, wenn es uns aus der Hand fällt, werden also von ihr angezogen. Theoretisch zieht auch das Handy die Erde an. Da aber die Masse der Erde sehr viel größer als die Masse des Handys ist, zieht die Erde das Handy sehr viel stärker an, als das Handy die Erde. Diese Erdanziehung nehmen wir als Schwerkraft wahr und ihr Ursprung ist die Erdbeschleunigung. Wissenschaftler haben berechnet, dass die Erdbeschleunigung durchschnittlich 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Durchschnittlich bedeutet in dem Fall, dass der Wert unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo wir uns befinden. Denn wie wir gerade gelernt haben, hängt die Stärke der Anziehungskraft auch von der Entfernung der beiden Massen zueinander ab. Wenn wir uns also auf dem höchsten Berg der Welt befinden, dem Mount Everest, dann würde ein Stein, den wir dort fallen lassen, mit 9,76 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt werden. In Göttingen dagegen beträgt die Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, da wir näher am Erdmittelpunkt sind. Abgekürzt wird die Erdbeschleunigung meist mit dem kleinen Buchstaben g für Gravitation, da der Name Erdbeschleunigung doch recht lang ist. Wir wissen jetzt also, dass in unserem Universum sich Körper abhängig von ihrer Masse und dem Abstand zueinander anziehen. Diese Anziehung ist der Grund für die Erdbeschleunigung. In Göttingen beträgt die Erdbeschleunigung, abgekürzt g, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das bedeutet, dass wenn ein Körper fallen gelassen wird, er nach einer Sekunde eine Geschwindigkeit von 9,81 Meter pro Sekunde besitzt. Nach 2 Sekunden ist er nochmal 9,81 Meter pro Sekunde schneller, also 19,62 Meter pro Sekunde. Nach 3 Sekunden wird er wieder 9,81 Meter pro Sekunde schneller, also 29,43 Meter pro Sekunde und so weiter. Soweit war das jetzt ja alles ganz spannend. Aber wie hilft mir die Erdbeschleunigung dabei, die Höhe einer Brücke mit einem Stein auszumessen? Zunächst reicht ein Stein alleine nicht. Zusätzlich benötigen wir auch eine Stoppuhr, zum Beispiel ein Handy. Wichtig hierbei ist es natürlich, diesmal nicht das Handy runterfallen zu lassen, sondern den Stein. Aber gut, warum braucht man eine Stoppuhr? Schauen wir uns das Experiment einmal an. Mithilfe der Erdbeschleunigung g wissen wir, wie schnell der Stein nach 1, 2 oder auch 3 Sekunden sein wird. Wir kennen also seine Geschwindigkeit. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, dann wissen wir ja auch, dass wir anhand einer Geschwindigkeit sagen können, wie viel Weg ein Körper nach einer bestimmten Zeit zurückgelegt hat. Wenn wir zum Beispiel mit einem Auto 50 km/h eine Stunde lang fahren, dann wissen wir, dass wir 50 Kilometer zurückgelegt haben. Übertragen wir das auf unseren Stein, den wir von der Brücke fallen lassen. Wir können die Zeit stoppen, die der Stein benötigt, bis er auf dem Boden aufkommt. Dank der Erdbeschleunigung g wissen wir, wie stark der Stein seine Geschwindigkeit ändert, also wie schnell er ist. Die Geschwindigkeit sagt uns,
wie viel Weg der Stein zurückgelegt hat, also wie hoch die Brücke ist. Theoretisch alles da, oder? Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man das alles ausrechnet. Dazu gibt es eine kurze Formel. Die Höhe ist gleich der Erdbeschleunigung g, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, mal die Zeit, die der Stein braucht, mal nochmal die Zeit, die der Stein braucht. Das Ganze teilen wir jetzt noch durch 2 und so erhalten wir das Ergebnis, die Höhe der Brücke. So viel zur Theorie. Lass es uns praktisch ausprobieren. Ich befinde mich jetzt hier im Norden von Göttingen auf einer Brücke in Wehnde. Mitgebracht habe ich 5 Steine, die ich farbig markiert habe, damit wir sie im Video besser sehen. Außerdem habe ich mein Handy dabei, um die Zeit zu stoppen, die die Steine brauchen, um auf den Boden zu kommen. Falls ihr euch wundert, warum ich 5 Steine dabei habe, das liegt daran, dass wenn man ein Experiment macht, man dasselbe Experiment mehrmals wiederholt, um so zu bemerken, wenn man Fehler macht. Wenn ich zum Beispiel einmal zu spät auf Start drücke, wenn ich den Stein losfallen lasse, dann merke ich das daran, dass diese Zeit sehr viel kürzer sein sollte als bei den anderen. Gut, jetzt bin ich also soweit und kann loslegen. Ich muss nur noch mal genau aufpassen, dass niemand sich unter mir befindet. Und dann kann es losgehen. Ich werde jetzt einen dieser Steine nehmen, mit meiner Handy-Stoppuhr auf Start drücken, in dem Moment, in dem ich ihn loslasse, und dann Stopp drücken, wenn er aufkommt. Das Ganze wiederhole ich dann noch 5 Mal und dann bin ich fertig. Alright. Und Start. Alles klar. Mit diesen 5 Ergebnissen kann ich jetzt die Höhe der Brücke ausrechnen. In der Tabelle seht ihr alle gestoppten Zeiten und rechts unsere Formel. Um das genaueste Ergebnis herauszubekommen, werde ich jetzt den Durchschnitt errechnen. Dazu addiere ich alle gemessenen Sekunden, also zähle sie zusammen und teile dann durch die Anzahl der gemessenen Zeiten. So erhalte ich den Durchschnittswert 1,44 Sekunden. Diesen Wert setze ich nun in unsere Formel ein. G, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, mal 1,44 Sekunden, mal 1,44 Sekunden, geteilt durch 2. Herauskommt 10,2 Meter, was unsere gemessene Höhe der Brücke ist. Um jetzt zu überprüfen, ob das Ganze auch funktioniert, haben wir natürlich zusätzlich mit einem Maßband gemessen. Wenn wir den mit unserer Methode ermittelten Wert 10,2 Meter nun mit dem mit dem Maßband ermittelten Wert 11,1 Meter vergleichen, sehen wir, dass beide sich gering voneinander unterscheiden. Das hat hauptsächlich 2 Gründe. Erstens habe ich die Zeit von Hand gemessen und habe deswegen sehr wahrscheinlich nicht genau den Startzeitpunkt getroffen, in dem der Stein meine Hand verlassen hat, sondern vielleicht 0,1 Sekunden später oder früher. Dasselbe gilt auch für das Aufkommen des Steins. Die Zeit, die ich brauche, um darauf zu reagieren, also meine Reaktionszeit, verfälscht das Ergebnis etwas. Deshalb eignet sich die Methode auch viel besser, um größere Höhen zu messen. Bei kleinen Höhen ist die Zeit, die ein Körper benötigt, so kurz, dass meine Reaktionszeit einen sehr großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Ein zweiter Grund für die Abweichung vom tatsächlichen Wert ist, dass unsere Formel eine Vereinfachung ist. Viele kleine Einflüsse, wie zum Beispiel den Wind, haben wir gar nicht beachtet. Das ist aber auch in Ordnung, da die Methode als Schätzung völlig ausreicht. Und wenn wir es doch mal genauer brauchen, können wir die Brücke auch mit einem Maßband oder sogar mit einem Laser ausmessen. Wir wissen jetzt also, dass die Erdbeschleunigung jeden Körper auf der Erde in etwa gleich schnell beschleunigt,
wobei der exakte Wert vom Ort abhängt, an dem wir uns befinden. In Göttingen beträgt der Wert 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Außerdem haben wir eine Formel kennengelernt, die uns basierend auf diesem Wissen erlaubt, die Höhe einer Brücke mit einem Stein ausrechnen zu können. Der so errechnete Wert ist mehr eine Schätzung und nicht hundertprozentig genau. Eine Frage ist für mich jetzt aber noch ungeklärt. Wenn alle Körper auf der Erde mit der gleichen Erdbeschleunigung, und zwar 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, beschleunigt werden, warum fällt eine Feder dann langsamer als ein Stein? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns unsere Atmosphäre genauer anschauen, also die Luft, die überall auf der Erde um uns herum ist. Auch wenn wir es mit dem bloßen Auge nicht sehen können, sind in einem Kubikmeter Luft, also einem Würfel mit den Seitenlängen 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter, etwa 27 Quadrillionen ganz kleine Teilchen. 27 Quadrillionen ist eine unglaublich große Zahl. Das ist eine 27 mit 24 Nullen dran. All diese Teilchen erzeugen einen Widerstand auf den Körper, der den Körper langsamer werden lässt. Man nennt diesen Widerstand den Luftwiderstand. Prinzipiell gilt, je größer der Luftwiderstand auf einen Körper, desto langsamer fällt er. Wie groß der Widerstand ist, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Unter anderem ist die Fläche des Körpers in Fallrichtung sehr wichtig. Je größer die Fläche eines Körpers in Fallrichtung, desto langsamer fällt er. Deswegen fällt eine Feder sehr viel langsamer als ein gleich schwerer Stein, da sie eine viel größere Fläche in Fallrichtung hat. In einem luftleeren Raum, also einem Vakuum, fallen dagegen Stein und Feder gleich schnell, weil dort kein Luftwiderstand herrscht. Selbst wenn der Stein schwerer ist als die Feder, fallen beide Körper im Vakuum gleich schnell. Ein Experiment dazu seht ihr im folgenden Video. In diesem Experiment befinden sich im linken Glaszylinder eine Feder und im rechten eine Metallkugel. Zunächst werden die Feder und die Metallkugel gleichzeitig losgelassen, während in den Zylindern Luft ist. Wie zu erwarten, fällt der Stein sehr viel schneller als die Feder. Anschließend wird die Luft aus dem Glaszylinder herausgepumpt, sodass sich dort nur noch ganz wenig Luftteilchen befinden. Werden jetzt beide Körper fallen gelassen, fallen sie gleich schnell zum Boden, da sie fast keinen Luftwiderstand erfahren. Für unser Experiment rechnen wir allerdings ohne den Luftwiderstand, um die Formel schön handlich zu halten. Und für eine Schätzung reicht das Ergebnis ja auch allemal aus. Alles klar, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Auf unserer Erde werden alle Körper mit der Erdbeschleunigung Richtung Erdzentrum beschleunigt. Die Beschleunigung beträgt ortsabhängig etwa 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das bedeutet, dass ein Körper im freien Fall jede Sekunde 9,81 Meter pro Sekunde schneller wird. Aus dieser Tatsache lässt sich eine Formel herleiten, die anhand der Zeit, die ein Körper im freien Fall verbringt, die Höhe ausrechnet, die der Körper gefallen ist. Die Formel lautet: Die Höhe ist gleich der Erdbeschleunigung g, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, mal die Zeit, die der Körper benötigt hat, mal nochmal die Zeit, die der Körper zurückgelegt hat, geteilt durch 2. Mit dieser Formel, einem Stein und einer Stoppuhr lässt sich zum Beispiel die Höhe einer Brücke ausmessen. Das Ergebnis wird aber nicht haargenau sein, sondern eher eine Schätzung, unter anderem, weil wir nicht alle Einflüsse mit in die Formel bringen, wie beispielsweise den Luftwiderstand. Der Luftwiderstand entsteht dadurch, dass ganz viele kleine Luftteilchen einen fallenden Körper bremsen. Als grobe Schätzung funktioniert die Methode mit Stein und Stoppuhr aber sehr gut. Damit wären wir am Ende meines Vortrags angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr ein bisschen was gelernt habt. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Überraschung, und zwar ein Gewinnspiel. Yeah! Um daran teilzunehmen, messt eure Körpergröße mit der gerade gelernten Formel aus
und postet euer Ergebnis mit dem Rechenweg auf die Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen. Zum Messen bietet sich am besten ein Stein, eine Murmel oder irgendein anderer, kleiner, möglichst schwerer Gegenstand an. Lasst euch beim Stoppen am besten von einem Freund oder euren Eltern helfen, dann wird das Ergebnis genauer. Schreibt die gemessene Zeit auf, rechnet eure Größe mit der gerade gelernten Formel aus und vergleicht dann eure tatsächliche Körpergröße mit dem Ergebnis. Ich mache euch das einmal vor. Ich habe 0,55 Sekunden gemessen. Also rechne ich G, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, mal 0,55 Sekunden, mal 0,55 Sekunden und teile das Ganze durch 2. Laut diesem Stein bin ich also 1,48 Meter groß. In Wirklichkeit bin ich aber 1,84 Meter groß. Also rechne ich jetzt 1,84 Meter minus 1,48 Meter und erhalte so die Differenz zwischen den beiden Werten, 0,36 Meter. Jetzt brauche ich nur noch meine Rechnung mit den Ergebnissen auf die Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen zu posten und schon bin ich beim Gewinnspiel dabei. Wenn ihr es besonders genau wissen wollt, könnt ihr euch auch mehrmals so messen und dann den Durchschnittswert nehmen, so wie wir das bei der Brücke gemacht haben. Ihr habt dazu bis zum Samstag, den 18. Dezember 2020 um 16 Uhr Zeit. Die Gewinner werden kurz darauf unter allen Teilnehmern ausgelost und bekannt gegeben. Viel Glück! Und damit sind wir fertig. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen zum Vortrag habt, erreicht ihr uns per Mail unter der E-Mail-Adresse info@kinderunigöttingen.de oder ihr meldet euch per Post, Kommentar oder Nachricht auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ansonsten geht es am 13.01.2021 bei uns weiter mit dem Vortrag Planet Plastik. Warum im Meer bald mehr Plastik als Fisch schwimmt, bei dem ihr erfahrt, warum Plastik einen großen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Göttinger Kinderuni.